alle Modellbahnfreunde und Modellbahnfans da draußen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Kufenau. Schön, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Das heutige Video dreht sich komplett um den ET85, den ihr hier seht. Heute nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch mal, wie ich diesen digitalisiert und auf Sound, also auf Log-Sound umgebaut habe. Voraussichtlich werde ich den ganzen Umbau auf 3 Videos aufteilen. Das heutige Video wird rein um die hardwaretechnischen Umbau gehen, um den Einbau des Decoders und so weiter. Das nächste Video wird dann über die Konfiguration des Log-Sound Decoders gehen. Da werde ich dann auch nochmal ein paar Specials einbauen. Und das dritte Video, da werde ich dann mal gucken, dass ich das Modell noch ein bisschen Pimp, sag ich jetzt mal, also Pimp mal ET85 oder so, werde ich dann da draus machen. Also werde dann halt mal gucken, dass wir den optisch auch noch ein bisschen aufwerten. Bezüglich des Konfigurationsvideos hätte ich noch eine Bitte an euch. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob euch es lieber wäre, wenn ich ein langes Konfigurationsvideo mache oder ob ich mehrere kurze Konfigurationsvideos jeweils über ein spezielles Thema, Beispiel Motoreinstellung oder Function Mapping und so weiter machen soll. Vorweg noch ein paar Worte zu dem Modell an sich. Also das Modell ist von der Firma Rocco, ist auch schon ein wirklich älteres Modell. Also ich denke mal, das ist so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre produziert worden. Und naja, wie das halt so in dem Zeitraum noch war, ja, eine digitale Schnittstelle, also eine Decoder-Schnittstelle, die suchen wir hier drin vergebens. Heißt also, einfach Decoder aus der Verpackung nehmen, da draufstecken, war also nichts. Ich musste also wirklich komplett bei Null anfangen. Genauso, naja, zu dem Zeitpunkt hat man halt auch noch überall Glühbirnen verbaut. Ist jetzt auch nicht mehr ganz Stand der Technik. Ja, Lichtwechsel und so weiter hat man damals auch noch nicht gekannt. Also zumindest weiß-roter Lichtwechsel. Ja, gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also ihr seht, ich muss wirklich komplett bei Null anfangen. Und wie das halt bei so einem Umbau dann ist, ich habe angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, naja, eigentlich bist du komplett auf der falschen Fährte. Und habe dann auch wieder abgebrochen und das zeige ich euch halt auch im Video, warum ich dann eben diese 2 Leiterplatten mir habe fertigen lassen. Schauen wir doch mal, wie wir das Teil zerlegen können. Also wir haben hier unten auf jeden Fall mal 2 Schrauben, wobei ich weniger glaube, dass die das Gehäuse halten. Okay, Dachwärmer mal ab. Ah ja, interessant. Ja, hier haben wir schon mal eine geile Innenbeleuchtung. Klar, logisch, das Modell ist ja schon etwas älter. Da hat man auch Glühbirnen benutzt. Ja, ich denke, die werden wir auch ersetzen. Also da werde ich auch wohl was anderes reinmachen. Machen wir doch mal die Schrauben weg hier. Dann probieren wir es jetzt mal. Und schwuppdiwupp, schon geht das Gehäuse ab. Da haben wir eine Systemplatine drin, wo wir auch noch umschalten können zwischen untere Stromabnahme und Oberleitungsbetrieb. Ich denke mal, das Ding werde ich eh rausschmeißen, da für mich der Oberleitungsbetrieb eh nie in Frage kommt. Darunter sitzt der Motor. Ich denke mal, wenn ich die 2 Schrauben rausmache, komme ich an den Motor. Und so ist es auch. Zum Motor braucht man nicht viel sagen. Ist halt einfach ein Standardmotor, wie es für die damaligen Zeiten üblich war. Im nächsten Step wollte ich mich jetzt erstmal um die Stirnbeleuchtung kümmern. Anfangs dachte ich, naja, ich muss nur die Schraube von dem Gewicht rausdrehen und dann kann ich das Ganze unten rausnehmen. Tja, leider Fehlanzeige. Auch hier sind natürlich, wie es zu der damaligen Zeit üblich war, einfach Glühlampen verbaut und das ist nicht mehr ganz so auf dem heutigen Stand und das möchte ich natürlich auch auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Meine unzähligen Versuche, jetzt diese Beleuchtung hier rauszukriegen, die zeige ich euch jetzt nicht extra. Wir springen gleich zu der Stelle, wo alles ausgebaut war. Doch halt, stopp! Eine wichtige Sache habe ich noch ganz vergessen. Bevor ihr mit so einem Umbau beginnt, solltet ihr immer erstmal gucken, wo ihr eigentlich den Decoder hinbauen könnt.
Bei modernen Fahrzeugen ist natürlich da meist ein Platz vorgesehen, aber gerade bei so älteren Fahrzeugen, ja, da gibt es das halt noch nicht, ne? Und da muss man halt echt mal gucken, wo baut man so ein Teil hin. Auch das habe ich gemacht, ihr könnt sehen, ja, ich habe gedacht, naja, vielleicht da drunter, nee, geht dann doch nicht, weil da ist die ganze Kinematik von der Kupplung und der Antrieb und so weiter, das passt nicht. Anschließend habe ich mir überlegt, den irgendwie da so am Motor über die Antriebswelle reinzulegen. Ja, aber so richtig überzeugt war ich davon halt auch noch nicht. Zumal ja die ganze Beleuchtung am Gehäuse hängt und ich dann alle Drähte für die Beleuchtung von hier unten vom Chassis hoch an das Gehäuse hätte legen müssen. Last but not least habe ich dann einfach mal geschaut, ob unter dem Fahrzeugdach noch genügend Freiraum ist, damit dort ein Decoder seinen Platz finden könnte. Und siehe da, alles passt wunderbar. Also, den Decoderplatz, den haben wir schon mal gefunden. Dann geht es jetzt weiter mit der Beleuchtung. Zu diesem Zeitpunkt des Umbaus habe ich noch nicht eine Sekunde daran verschenkt, mir eigene Platinen zu entwickeln. Daher habe ich als erstes mal jetzt die ganzen unschönen Bauteile, die eigentlich nur störend in dem Innenraum waren und die ich auch für die Digitalisierung nicht mehr brauchte, habe ich einfach mal versucht, die erstmal aus der vorhandenen Systemplatine auszubauen und dann teilweise mit Brückendrähten wieder zu überbrücken. Eine Arbeit, die, wie sich hat später herausgestellt, ich mir hätte ehrlich gesagt schenken können. Aber naja, so ist es halt mal und ich habe mir auch wirklich lange überlegt, soll ich diese Bilder drin lassen im Video oder soll ich sie rausschneiden? Ich habe mich jetzt entschieden, ich zeige euch die Bilder trotzdem. Daran könnt ihr einfach sehen, dass auch bei mir nicht immer alles sofort auf Anhieb gelingt und immer alles nach Plan läuft. Als Innenbeleuchtung wollte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch so eine Beleuchtungsplatine, die ich bei mir im Fundus noch hatte, einbauen. Ja, aber so richtig glücklich war ich damit ehrlich gesagt auch nicht. Und naja, ihr werdet es später sehen, wie es dann im Endeffekt ausgegangen ist. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit der Stirnbeleuchtung. Da werde ich jetzt als erstes mal gucken, dass ich die unteren zwei Beleuchtungen hier hinkriege. Oder dass ich die erstmal mache. Dummerweise habe ich natürlich jetzt mal wieder keine Duo-LEDs da, sodass ich halt die Beleuchtung unten mit zwei einzelnen LEDs machen muss. Ich versuche jetzt einfach mal, ob das funktioniert, wenn ich hier eine warmweiße LED draufklebe und eine rote LED, ob das dann da unten richtig funktioniert. Ich habe jetzt die LEDs nebeneinander geklebt. Ne? Ich halte es nochmal ganz dicht in die Kamera, dass man das sieht. Ich habe die jetzt hier so nebeneinander geklebt. Und hier unten ist quasi nochmal so ein V drin in dem Lichtleiter. Und der soll quasi das Licht teilen. Ja, war jetzt vielleicht auch von mir ein Denkfehler. Jetzt habe ich die rote hierher geklebt und die weiße hierher. Heißt jetzt also, wenn ich das einschalte, dann ist die Seite hier ein bisschen mehr rot wie die. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und deshalb werde ich das Ganze jetzt halt nochmal machen und beide LEDs um 90 Grad drehen. Das Drehen von den LEDs, ich zeige es euch jetzt nochmal, jetzt habe ich die quasi hintereinander gestellt, statt so nebeneinander, habe ich sie jetzt hintereinander gestellt. Und ich muss sagen, das hat wirklich was gebracht, weil jetzt sind beide ja, Scheinwerfer, sage ich jetzt mal, beide Scheinwerfer haben jetzt die gleiche Helligkeit zumindest. Das hat also wirklich viel gebracht, habe ich auch wieder was gelernt. Wenn hier unten so ein V drin ist, dann klebt es nicht nebeneinander, sondern klebt es hintereinander. Naja, aber so seht ihr, man lernt nie aus. Tja, dann muss das Teil halt hier wieder rein, ne? Beziehungsweise, nee, ja doch. Ich kann erstmal das Teil hier wieder reinbauen. Das sollte ich vielleicht vorher den Lokführer da irgendwie reinsetzen. Oder das, was von dem Lokführer eigentlich übrig ist. Ja, also der ist wirklich da gerade so reingesteckt. Sieht neckig aus. Dann kommt das Teil wieder hier rein. Ui. Ja, jetzt wackelt es wahrscheinlich, weil da oben was zwischendrin fehlt, ne? Da kann man da noch ein bisschen nachziehen. Ah ne, geht. Gut. So, das kommt rein. Dann kommt das Teil da unten rein. Und jetzt müssen halt irgendwie die Drähte hier nach oben. Da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein.
Ausschalten. Ich tue die nämlich jetzt einfach. Ich stecke die jetzt einfach hier unten durch. Hehe. Dann kommen sie hier oben raus. Dann schauen wir doch mal, ob es noch leuchtet. Oder ob es gleich knallt, weil es einen Kurzschluss hat. Bis jetzt leuchtet es noch. Sieht sogar nicht immer schlecht aus, finde ich. Probieren wir mal den weißen. Ja, warum nicht, ne? Für die obere Stirnlampe habe ich dann einfach den Lichtwellenleiter ein Stück gekürzt und an den gekürzten Lichtwellenleiter eine zusätzliche warmweiße LED angeklebt. Diesen Vorgang habe ich euch jetzt nicht extra im Video gezeigt. Ich denke, der ist selbsterklärend. Da die LED ein wenig breiter ist wie der Lichtleiter, der unter dieser Lichtabdeckung, ich nenne es jetzt einfach mal so, sitzt, da die halt ein kleines bisschen breiter ist, passt jetzt diese Lichtabdeckung einfach nicht mehr drauf. Deshalb musste ich die jetzt halt links und rechts ein bisschen mit dem Millidrill und einem kleinen Fräser einfach ein bisschen ausfräsen. Und siehe da, jetzt passt alles wunderbar. In der Zwischenzeit sind jetzt ein paar Tage vergangen. Genau, besser gesagt, ungefähr 2 Wochen sind jetzt vergangen. Ihr seht es natürlich wieder am Stück, ne? Und naja, nachdem ich die ganze Zeit hier jetzt angefangen habe, das alles so hier zu verkabeln mit den Drähten und so weiter, so richtig gefallen hat mir das nie. Ja? Ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, ja, das gefällt mir alles nicht. Das ist dann wieder so ein Kabelverhau etc. pp. Ich hätte auch den Stecker am Decoder abschneiden müssen und so weiter. Das hat mir einfach alles nicht behagt. Deshalb habe ich mich dann kurzerhand umentschlossen und habe mich an den PC gesetzt und habe mir doch nochmal 2 Leiterplatten gemacht. Die sind jetzt endlich gekommen, beziehungsweise das heißt endlich, die waren wirklich sehr, sehr schnell da. Natürlich wieder aus Übersee, ne? Und ja, das ist einmal die Platine für oben rein, ne? Da muss ich zwar hier jetzt noch ein bisschen was ausfräsen, aber das ist alles kein Problem. Und das Schöne ist halt, auf der Unterseite habe ich gleich die Halterung für die LEDs, für die Beleuchtung. Und auf der Oberseite habe ich das Teil jetzt nicht irgendwo hingelegt gehabt. Okay, naja, seht ihr dann später. Hier habe ich mir gleich eine Schnittstelle für eine 21-polige MTC-Schnittstelle drauf gebaut. Heißt also, ich kann da wunderbar einen Decoder draufstecken, muss dann nicht gucken, dass der irgendwo sauber sitzt oder nicht wegrutscht und so weiter. Das passt dann alles. Und die kann ich jetzt halt hier oben dann schön reinmachen. Habe hier gerade kurze Drähte an die LEDs. Also das finde ich jetzt wesentlich sauberer wie diesen ganzen Kabelverhau hier, ne? Das werden wir jetzt gleich mal aufbauen. Und parallel hat mir auch das Ganze hier unten nicht so gefallen. Hier mit diesen ganzen Lötpads und Brücken, das ich ja alles nicht mehr brauche. Ja? Und die Drähte, die dann hier hoch müssen, das hat mir alles nicht so richtig gefallen. Deshalb habe ich mir auch für hier unten eine neue Leiterplatte machen lassen. Die passt, ich hoffe, die passt genau hier rein. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und dann habe ich die Verbindung von hier unten nach hier oben, habe ich hier an eine Stelle gesetzt. Und die ist, wenn ich alles richtig gemacht habe, genau hier hinten dran. Ja, hier ist so ein, soll ich sagen, so ein milchiges Glas drin, sowieso. Weil anscheinend in der Realität da irgendwas drin ist, Toilette, Technik etc. pp. Ne? Heißt also, wenn da jetzt hinten dran Kabel hochlaufen, das sieht später eh keine Sau. Und dann mache ich hinten dran, von innen mache ich da auch nochmal eine Verkleidung dran. Das könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Also da mache ich nochmal eine Verkleidung dran. Und dann laufen da hinten dran die Kabel durch. Und dann sehe ich in dem Fahrzeug gar nichts mehr davon. Ne? So ist auf jeden Fall die Theorie. Lange Rede, wenig Sinn. Ich fange einfach mal an. Seht ihr, eines habe ich noch vergessen. Was ich auf der Platine auch gleich gemacht habe, ist auf der Unterseite Platz für so 2 Drosselinduktivitäten. Ja, ich glaube, so nennt man das. Keine Ahnung. Jedenfalls so 2 Induktivitäten, so 2 kleine, wo an den Motor gehen. Die sollen einfach noch mal ein bisschen die Störungen rausfiltern. Die braucht man nicht unbedingt, aber gerade bei so älteren Motoren macht es als doch durchaus Sinn, die mit vorzusehen. Die werde ich natürlich jetzt auch gleich mal mit einbauen.
So, die Spannung steigt, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Machen wir mal das alles weg. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sitzt das jetzt genau da alles so innen drin. Bis jetzt sieht es mal gut aus. Fehlen nur noch die Kontaktlaschen für den Motor. Die mussten natürlich an der alten Leiterplatte demontiert werden und an die neue angebracht werden. Da die Kontaktlaschen auf der alten Leiterplatte genietet waren, mussten natürlich jetzt irgendwie die Nieten weg. Der erste Versuch war relativ unkonventionell, mit dem Akkuschrauber und dem Bohrer die Nieten aufzubohren. Dies funktionierte, naja, doch nicht ganz so optimal, dass ich dann einfach hergegangen bin und habe dann letzten Endes doch den Seitenschneider genommen und habe sie einfach ganz dicht an der Leiterplatte abgeschnitten und dann konnte ich sie einfach rausnehmen. Für die Teile habe ich natürlich jetzt hier keine Nieten mehr, deshalb werde ich die jetzt hier so drauflöten einfach. Ich hoffe, das funktioniert. Also so sieht das Ganze jetzt aus und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Wenn ich jetzt hierher gehe und will das da so hinten dran schieben, ne? Dann machen wir das mal fest. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich die Teile eigentlich noch brauche. Na, ich mache es jetzt mal noch mit dran, aber vielleicht fallen die später auch noch weg. So. Also so sieht es jetzt schon mal gut aus, von der Passgenauigkeit her. Ich sagen, habe ich da weg, muss ich mich selbst loben, habe ich eine gute Arbeit gemacht. Passt soweit alles drauf, drückt nirgends, liegt nirgends an. Das sieht schon mal gut aus. Dann löten wir mal die Drähte noch an. Bis hierher sieht es schon mal gut aus, finde ich. Sieht jetzt schon ein bisschen aufgeräumter aus. Wie zumindest besser wie jetzt der Kram hier, ne? Mit den ganzen verklebten Sachen hier. Natürlich ist halt jetzt das Problem, das Teil ist grün, das war braun. Da ist einfach die Idee hinten dran. Entweder ich lackiere jetzt irgendwann gerade die Platine hier so ein bisschen braun. Ja, das wäre jetzt die eine Lösung. Wobei ich eigentlich anstrebe, dass ich mir für hier drüber jetzt, ja, über die Platine, dass ich mir hier eine kleine Kunststoffplatte auf der CNC-Fräse mache, wo dann diese Sitzgruppen hier angedeutet sind. Und das Ganze dann braun lackiere. So ist mal jetzt eigentlich die Idee. Das mache ich aber erst, wenn ich weiß, dass das Teil auch wirklich alles funktioniert, so wie ich das mir vorstelle. Ne? Deshalb belasse ich es jetzt erstmal hier so und tue jetzt mal hier die 4 Drähte anlöten und dann schauen wir mal weiter. Dann geht es mal mit der Platine weiter. Da werde ich jetzt erstmal die LEDs einbauen. Das ist jetzt die 21-polige Schnittstelle, wie ihr sehen könnt. Das Rohteil natürlich. Ne? Was ich hier schon gemacht habe, ist den einen Pin hier rausgedrückt. Ja, also ich halte es mal direkt in die Kamera. Ihr seht ja, hier fehlt einer. Das ist nämlich der Index-Pin, den wir ja nicht brauchen. Ne? Dann setzen wir das Teil halt mal hier so drauf und schauen mal, ob wir das so sauber festkriegen. So, Schnittstelle ist auch mal drauf. Hier kommt noch ein zusätzlicher MOSFET-Baustein drauf, der weitere AUX-Ausgänge, die hier nur als Logikausgang drauf sind. Ja, also die kommen hier über die Schnittstelle, kommen die nur als Logikausgang und die muss ich natürlich verstärken, wenn ich da LEDs dran hängen will. Deshalb kommt hier nochmal ein ganz kleines Bauteil drauf.
Das wird jetzt ein bisschen tricky, weil das doch ziemlich klein ist, das Teil. Das ist das hier. Und wo ist an dem winzigen Teil jetzt wieder der Pin 1? Das Bauteil mit der Hand löten ist schon ein bisschen tricky, aber müsste noch gehen. Müsste funktioniert haben. Ja. Sieht gut aus. Bauteile sind jetzt soweit alle drauf, die ich wirklich brauche. Wenn ihr euch wundert, dass jetzt hier so viele Lötpads noch offen sind und da lauter Cs drauf, überall C1, C2 und C3 drauf steht, das kommt daher, dass ich mir einfach auf die Platine eine Option für so eine Art Powerpack mit drauf gebaut habe. Ja, dass ich da ganz viele Stützkondensatoren einlöten kann, in SMD-Bauform natürlich. Ja, die Option habe ich mir einfach hier mal vorbehalten. Ob ich sie wirklich brauche, weiß ich noch nicht. Das kommt erstmal darauf an, wie gut das Teil hier überhaupt mit der Stromaufnahme ist. Das werden wir dann später sehen, wenn wir testen. Kann also sein, dass ich die da im Nachgang dann noch irgendwas bestücken werde. Aber momentan belasse ich es erstmal so. Ich habe auch schon die Widerstände für vorne, für die Frontbeleuchtung mal aufgelötet. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ja, und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich die Platine mal lackieren kann. Das Lackieren kann man natürlich auf mehrere Arten machen. Entweder ich streiche sie mit dem Pinsel an, wobei das würde ich euch nicht raten. Das ist wirklich ätzend und langwierig. Die andere Alternative wäre, das Ganze mit der Airbrush mit weißer Farbe anzusprühen. Ich habe jetzt hier noch in meinem Fundus noch, oder ja, in meinem Lager habe ich hier noch so weiße Spraydose gefunden von Tamiya. Die geht sogar noch, habe sie gerade mal probiert und ja, da werde ich das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen mit besprühen. Da brauchen wir ja wirklich nicht viel. So, das Ganze lassen wir jetzt halt mal ein bisschen trocknen, ne? Also hier werde ich auch noch ein zweites Mal drüber gehen müssen. In der Zwischenzeit, wo das trocknet, werde ich mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Leiterplatten, ne? So ist es ja nicht. Ja, da werde ich jetzt einfach mal gucken, dass ich das hier oben alles schon ein bisschen rausfräse, damit dann die Leiterplatte auch reinpasst. Bevor es ans Fräsen geht, habe ich mit einem Bleistift die Leiterplattenkontur auf das Gehäuse übertragen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt relativ gut sehen. Ich spanne das Teil jetzt mal hier in die Fräse ein. Da werden wir noch was unterlegen. So ganz gefällt mir das noch nicht. Ich hoffe, das hebt so. Da müssen wir vorsichtig fräsen. So, ein Fräser ist schon mal drin. Also so Sachen mache ich wirklich auf der Handfräse. Ja, nichts mit CNC. Das müsste auch schon reichen. Die Leiterplatte ist jetzt soweit trocken. Ging dann doch relativ schnell. Und was ich jetzt halt machen muss, da habe ich schon mal probiert, ich muss jetzt natürlich die LEDs hier oben drauf wieder freikratzen. Ne? Sonst leuchten die nicht sauber. Das müssen wir jetzt halt noch machen. Sieht doch mal nicht schlecht aus. Dann, was ich euch jetzt auch nicht extra gezeigt habe, wie ihr seht, hier ist jetzt plötzlich ein Loch drin in dem Klotz. Ne? Das habe ich gemacht, weil ich will jetzt doch gleich in das Teil einen Sounddecoder einbauen. Ich habe mir das jetzt lang hin und her überlegt, baust du das Ding auf Sound um oder nicht? Und ja, am Ende habe ich mir gesagt, komm, was soll's.
ich mache jetzt da einen kleinen Sounddecoder rein, dann spare ich mir das ganze Ding nochmal zu zerlegen. Ne? Deshalb habe ich mir jetzt hier schon mal die Aussparung gemacht für den Lautsprecher. Ich habe mal gedacht, ich baue den hier ein, weil dann ist er aus dem Zug raus. Ja, dann liegt er nicht irgendwo im Zug rum. Man sieht ihn auch nicht, er ist schön aufgehoben. Und naja, das bisschen Gewicht, was ich hier einbüße, das ist jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal. So, und in weiser Voraussicht habe ich nämlich bei der Platinenerstellung hier mir schon ein Loch gemacht und hier 2 Pätzchen gemacht. Das ist nämlich genau die Stelle, wo der Lautsprecher angeschlossen wird. Ne? Heißt also, ich brauche jetzt nichts anderes machen, wie den Lautsprecher hier mal vom Decoder. Es gibt auch wieder einen ESO Locksound V5 Decoder für jeden, der es wissen will. Der Link zu dem Decoder ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. So, und jetzt löten wir den Lautsprecher mal an dem Decoder hier ab. So, weil den brauchen wir hier nicht mehr. Den Decoder tun wir mal noch da rein und jetzt klebe ich erstmal die Schallkapsel hier zusammen. So, und ich kann die volle Tiefe nehmen, das ist sehr gut, dann habe ich richtig viel Wumms drauf auf dem Lautsprecher. Wobei ich sage, naja, bei einem E-Triebzug wird da halt nicht so viel mit Sound sein, ne? Aber egal, was soll's. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, und das Teil noch drauf. Wenn ich das jetzt von hier unten so hier reinschiebe, müsste das eigentlich ganz gut da reingehen. Weil ich habe es ziemlich groß gefräst. Jetzt bauen wir erstmal die Platine hier ein. Das kriege ich alles danach auch noch rein. So, dann legen wir die mal rein. Ja, so. Genau, ihr seht, hier unten die LEDs, die sitzen jetzt perfekt an der richtigen Stellen auch. Und jetzt probiere ich aber erstmal noch meinen Sounddecoder aus, wenn ich den hier drauf drücke. Der stößt hier irgendwo an. Ja. Sieht man hier ganz schwach. Ich gehe mal ganz nah ran. Naja, da stößt er ein bisschen an und so weiter mit den Bauteile. Das heißt, ich muss hier auch noch ein bisschen Platz schaffen. Ne? Das ist das Bauteil hier, das stößt hier an. Also ich mache hier im Bereich vom Decoder durch noch ein bisschen Platz schaffen. Also da habe ich jetzt nochmal ordentlich rausgeschnitten. Ne? Lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. Ne? Und jetzt, ja. Er sitzt zwar ein bisschen schräg drauf, der Decoder, aber alles in allem funktioniert es. So. Aber jetzt mache ich ihn nochmal raus, weil ich will jetzt erstmal hier alles sauber anschließen. Also anlöten hier die ganzen Drähte und dann gucken wir mal weiter. So. Jetzt müssen wir da halt mal ein bisschen gucken, ne? Was da wohin kommt. Oh. Dann werden wir mal noch nach dem Lautsprecher hier gucken. Ob das jetzt irgendwie da reinkriegen oder ob ich doch noch was abmachen muss.
wenn ich jetzt hier hinten vielleicht ein bisschen Klebeband drüber mache, dass zumindest die Anschlüsse nach unten hin isoliert sind. So, dann wäre er zumindest mal gehalten. Ja, das sollte so funktionieren. Und jetzt werden wir das Teil hier einfach anschließen. Ich lasse noch ein bisschen Kabel übrig. Ein paar bisschen Draht lasse ich übrig. Den kann ich jetzt da oben verwahren. So. Heißt, Lautsprecher ist auch dran. Dann werde ich das Teil halt mal zusammensetzen und mal gucken, ob das Ganze, was ich mir hier ausgedacht habe, funktioniert. Jetzt kommen die Minuten der Wahrheit sozusagen. Den hier, den schneide ich mal ein kleines bisschen ab. Es könnte nämlich sein, dass der an den Lautsprecher drückt. Und so war es auch. Abgemacht und schon geht's zu. Sieht ja mal gut aus. Hier habe ich noch die 4 Drähte. Die muss ich jetzt noch gucken, wie ich die anschließen muss. So. Also bis jetzt sieht alles noch gut aus. Gut, ich habe noch keinen Strom drauf gegeben auf die Kiste. Ne? Also ich habe noch nichts, habe noch nicht aufs Gleis gestellt und habe noch keinen Decoder drauf. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich jetzt gleich den Decoder rein? Ja, riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Riskiere ich es oder riskiere ich es nicht? Oder mache ich erstmal nur ein... Aber eigentlich kann ja nichts schief gehen. Ich mache ihn gleich rein. So, machen wir halt gleich den Sounddecoder rein. So. So sieht es jetzt aus. Ich muss sagen, im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass ich doch nochmal in mich gegangen bin und das Ganze doch nochmal geändert habe mit der Leiterplatte. Weil ich finde, das sieht jetzt einfach viel, viel säuberer und aufgeräumter aus. Auch wenn man da mal jetzt so reinguckt, das sieht alles viel säuberer aus. Das Einzige, was ich jetzt gleich noch machen werde, das hier oben, diesen Messingleiter, der früher für die Oberleitung war, den baue ich auf jeden Fall mal aus, weil nicht, dass das Teil dann irgendwo da auf den Decoder drückt und dann doch noch einen Kurzschluss erzeugt. Ne? Das wäre dann ganz blöd. Dazu müssen wir halt mal kurz die Pantographen abschrauben oder mal lösen. Ich halte ihn am besten so, mache das raus und schraube ihn gerade wieder an. Wie gesagt, ich fahre eh nicht mehr mit Oberleitung. Oder ich fahre mit Oberleitung, also nicht in der Realität mit Oberleitung, ja, dass ich wirklich den Strom über die Oberleitung abnehme, den Fahrstrom. Von daher, ja, als Attrappe reicht es vollkommen aus. Und alles andere, ja, geschenkt. So, wenn da mal das Dach drauf ist, ich denke mal so, finde ich, sieht das Modell richtig geil aus. Wenn auch innen dann die Inneneinrichtung noch sauber fertig ist. Also, was will man mehr, ne? Aber jetzt machen wir mal noch einen kurzen Funktionstest, würde ich sagen. Ganz so mutig war ich jetzt dann doch nicht. Habe gleich den Sounddecoder probiert, weil, naja, der kostet mal schlappe 100 Euro und wenn da jetzt wirklich ein Fehler auf der Platine gewesen wäre, wäre das echt ärgerlich gewesen, da 100 Euro in den Sand zu setzen. Ne? Deshalb habe ich jetzt den ganzen Zug erstmal mit einem normalen Lockpilot-Decoder probiert. Ist ja im Prinzip der gleiche Decoder, halt bloß sind die Dinger halt ein bisschen billiger. Ne?
Deshalb habe ich jetzt erstmal, ohne es euch zu zeigen, einfach mal kurz einen Funktionscheck mit dem Logpilot-Decoder gemacht. Dabei habe ich auch schon gemerkt, dass, dass eben die Stromversorgung ohne so zwei kleine Stützkondensatoren nicht ganz so optimal war. Deshalb habe ich hier schon mal zwei kleine Stützkondensatoren eingebaut. Ne? Aber zumindest weiß ich jetzt mal, dass meine Leiterplatte okay ist und alles andere, wie wir jetzt das ganze Ding konfigurieren, das werden wir jetzt machen. Beziehungsweise, nein, machen wir jetzt nicht. Zum Ende vom Video zeige ich euch einfach nochmal kurz, wie das Teil überhaupt funktioniert. Und im nächsten Video tun wir das ganze Teil dann konfigurieren. Ich habe schon mal den Logprogrammer geöffnet und jetzt lesen wir einfach mal kurz den Decoder aus. Das mache ich einfach so, weil dann wird automatisch wird dann nämlich die Decoderadresse eingestellt, was jetzt beim neuen Decoder eigentlich irrelevant ist, weil das ist eh meistens die 3. Aber ja, ich mache es einfach immer so. Und jetzt gehen wir einfach mal auf den Führerstand und geben da einfach mal schön Saft drauf auf das Teil. Ne? Und dann gucken wir mal, naja, Licht werde ich euch jetzt weniger zeigen können. Ja, aber ihr seht zum Beispiel hier oben, hier die Beleuchtung geht. Guck mal, ob ich irgendwo die Innenbeleuchtung finde. Ah, da ist sie. Seht ihr? Also die Innenbeleuchtung geht. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich mit der Leiterplatte da innen drin, da lasse ich mir noch was einfallen. Aber ansonsten finde ich, sieht es schon ganz ordentlich aus. Auch wenn wir mal den Motor laufen lassen. Ihr seht, naja, das flackert immer noch ein bisschen. Die Kontaktaufnahme ist jetzt hier auch nicht ganz so gut drauf. Aber ihr hört den Motor laufen. Ja, schauen wir mal. Und somit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch der Umbau Spaß gemacht hat, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.